Wenn man hört, wie die Leute damals Interpretationen gemacht haben, wie sie bekannte Werke gespielt haben, total unterschiedlich, aber in sich sehr stimmig, total überzeugend, aber jeder auf eine total andere Art. Das zeigt, wie groß das Spektrum eigentlich ist, wie man etwas interpretieren kann, wie man etwas interpretiert hätte können, wie man es auch heute interpretieren sollte. Auf der einen Seite hat man den Notentext, der ein Kunstwerk ist, und je nachdem, wenn jemand ein toller Interpret, eine tolle Interpretin ist, dann kann man auch das als Kunstwerk bezeichnen. Also wie das ein Furtwängler die 4. Sinfonie von Schumann gespielt hat, ist schon auch ein Kunstwerk, auch wenn es zum Teil weiter weg ist von dem, was der Schumann geschrieben hat. Man kennt ja die Retusche, wo er alles gemacht hat. Aber es ist auch ein Kunstwerk eigener Prägung. Und häufig auch bei den Klavierrollen ist es so, dass Pianisten auch sehr frei mit dem Notentext umgegangen sind, weitere Noten eingefügt haben, Verzierungen gemacht haben, einen Übergang, nochmal einen Takt auslassen, dort 2 Takte rein tun, sehr viel Improvisierens, und das zeigt auch sehr viel von damaliger Musikpraxis, die sehr viel freier war. Heute ist man eigentlich strikt ein Notentext. Der kreative Ungehorsam kann man verstehen auf dem Hintergrund von der Paradigmata von den 50er, 60er Jahren. Wo es darum gegangen ist, man spielt den Notentext, und indem dass man im Notentext möglichst genau gehorcht, erfüllt man die Intention vom Autor. Das ist Konstruktion. Das ist vorne eine ganz andere Vorstellung. Es geht darum, einen Text in einem nachschöpferischen Akt wieder zum Leben zu bringen. Und was man natürlich aus der späteren Sichtweise, die wir zum Teil heute auch noch haben, als kreative Ungehorsam, kann verstanden werden. Alles, was sonst konstruiert wurde damals, dass damit etwas aufgefangen wurde, etwas Ästhetisches aufgefangen wurde, vom Musikalischen her und von den Interpretationen her, was auf der anderen Seite unglaublich altmodisch war. Nicht im negativen Sinne, aber es war etwas, was schon fast zur Vergangenheit gehörte. Und diese Verschmelzung, und ich denke, das nimmt man nur wahr, wenn man wirklich sieht, wie das Reproduktionsklavier auch als Technologie funktioniert. Ja, die Grenzen, die sind leider wahnsinnig groß. Also wenn man schon nur 10 Überspielungen für gleiche Rollen nebeneinander anlässt, wie sie auf CDs oder früher auf Langspielplatten gekommen sind. Auf YouTube, im Internet kann man ja sehr vieles nachlesen. Dann merkt man, das sind Welten auseinander. Das geht vor allem um Geschwindigkeit. Also das kann fast ein Faktor 2 sein. Also zum Teil fast doppelt so schnell. Geschwindigkeit ist ja etwas, was man manuell einstellen muss. Mit dem Hebel kann man zeigen, wo ist jetzt quasi das Laufwerk. Und es ist ja sehr diffizil, weil das hängt von so vielen Sachen ab. Ob jetzt zum Beispiel eine sehr dicke Rolle ist bei einem langen Stück, wo dann die Massenträgheit natürlich eine Rolle spielt, vor allem am Anfang. Aber auch die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Oder wie gross das die Abnutzung ist, wenn ein Instrument ein bisschen überfordert wird, indem es ständig spielen muss, dann ist auch das Instrument nicht mehr so fit. Das ist ähnlich wie bei einem Musiker. Bei einer Musikerin, wenn sie zu viel spielen muss, kann sie eventuell auch nicht mehr ganz fit sein. Es war lange Zeit ein bisschen ein Vorwurf gegenüber diesen Aufnahmen. Yeah, das ist doch etwas Kühles, das ist eine Maschinenästhetik. Ähnliche Vorwürfe, die man gehört hat bei der CD, wo ja auch ein digitales Instrument ist, haben alle gesagt, yeah, da fehlt ja die Dauer von der Langspielplatte, da fehlt die ganze Wärme von der Langspielplatte. Das ist doch etwas Kühles, das ist doch nur eine Maschine. Es stimmt natürlich, sie ist durch eine Maschine gestanzt worden, die Lochstreifen, und man hat nicht alles erfassen. Aber man hat sehr viele Sachen erfassen. Man hat Lautstärke
im beschränkten Maß natürlich, muss immer relativieren. Man konnte das Pedal verblüffend gut erfassen, das Tempo natürlich auch. Was schwierig ist, der Anschlag. Und dort ist es am ehesten ein bisschen mechanisch. Und wahrscheinlich ist es auch darum ein bisschen der Vorwurf entstanden, weil sehr viele Überspielungen dann von diesen Rollen auf die modernen Tonträger an Klavier, an Flügel basiert worden sind, die nicht wahnsinnig gut reguliert sind, die dann eben hart getönt haben, hölzig getönt haben, mechanisch getönt haben. Wenn wir mit Studenten arbeiten, die das zum ersten Mal hören, wundern sie sich sehr darüber, was da eigentlich stattfindet, was wir als Professoren alles verboten haben. Weil wir gesagt haben, ja, das Tempo nicht verändern, alle Töne müssen ganz genau miteinander kommen, nichts, was nicht im Text steht. Alles ist auf dieser Rolle anders. Und wenn man dann den akademischen Widerstand überwunden hat, dann öffnet sich für die Studenten ein grosses kreatives Feld, wo sie immer sehr überrascht und erfreut sind, was man mit dieser Spielweise alles anfangen kann. Die Welt-der-Minion-Aufnahmen stellen einen grossen Schatz an einem musikalischen, kulturellen Gedächtnis dar, wo eigentlich nur wir jetzt mit grosser Mühe einen Zugang können schaffen können, wo dann auch Leute, die sich nicht unbedingt jahrelang darauf spezialisieren, davon profitieren. Das Ziel, das wir damit verfolgen, ist, die Leute dazu zu bringen, selber auch viel freier zu spielen. Ihnen zu zeigen, dass wir vor 100 Jahren eigentlich einen Notentext sehr viel freier interpretiert hat als heute. Dass man Traditionen wieder zeigen kann, die in den letzten Jahrzehnten leider total verschütt gegangen sind. Und den Leuten Mut zu machen, frei zu spielen.